Seid ihr bereit für eine der schönsten Skirunden der Alpen, die Sella Ronda in den Dolomiten mit spektakulären Ausblicken, tollen Skipisten und der ultimativen Frage, welche der beiden Runden um das Sella-Massiv, was ihr hinter mir seht, die schönere ist, im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn? Das beantworten wir im heutigen Video. Nichts wie auf in diesen Skitag. Du denkst wirklich, wo bin ich hier? Das ist Wahnsinn! Und damit darf ich euch nochmal ganz herzlich willkommen heißen zu diesem besonderen Skitag. Wir sind heute in der Früh aus Wolkenstein hier auf den Champignoy gestartet. Das Wetter ist bestellt und hinter mir seht ihr ihn gerade, den Sella-Stock. Die Sonne geht gerade darüber auf und ganz besonders wird auch gerade hier der Langkofel angeleuchtet. Dieses Licht in den Dolomiten ist einfach wunderschön und das werden wir heute ein paar Mal erleben. Proviant ist eingepackt, wir haben ordentlich Rawbite eingepackt, denn die heutige Skirunde hat viele Kilometer und wird mit unseren Dreharbeiten sicherlich den Skitag einnehmen. Alle Fakten zur heutigen Runde, zur Sella Ronda in Grün, die blende ich euch hier mal seitlich ein. Außerdem werdet ihr während des Videos immer wieder Ortsmarkierungen hier unten finden, sodass ihr euch auch im Video ganz gut orientieren könnt. Und jetzt nichts wie auf in die Ski, die ersten Kurven ziehen. Ich freue mich auf diesen Skitag. Kommt mit! Schaut euch das an, wo wir hier Skifahren. Ja. Wow. Nach einigen Kommentaren von euch ist es heute endlich soweit. Wir fahren die Sella Ronda in die andere Richtung, doch es gibt noch weitere Touren, wie zum Beispiel die Gebirgsjäger-Tour, die Sella Ronda Extended, auf die Marmolada hochzufahren. Ich freue mich dabei auf eure Kommentare und jetzt geht es für uns zum ersten Passübergang, nämlich zum Sella-Joch. Da vorne ist es im Hintergrund zu sehen, auf 2245 Metern und da werden wir jetzt hinfahren. Und vor der ersten Passhöhe sind wir hier in der Steinernen Stadt. Schaut euch das an, eine Felsformation, durch die wir durchrollen. Die hier vom Langkofel runtergefallenen Felsen liegen hier ganz besonders und es geht über einen Ziehweg, den wir hier auf Skiern bewältigen. Also eine richtig schöne Atmosphäre hier durchzufahren und das mit dem Bergmassiv im Hintergrund. Wahnsinn! Im Sommer kann man die Sella Ronda auch machen. Auf dem Mountainbike bin ich sie schon gefahren, auf dem Rennrad. Das ist natürlich auch besonders. Ein paar Aufnahmen dazu seht ihr. Sella Ronda Open. Heute gar kein Problem. Das letzte Mal, als wir die andere Richtung gefahren sind, hatten wir am Morgen noch das Problem, dass die erstmal nicht geöffnet war. Aber jetzt heute alle Zeichen auf grün. Ja, und hiermit haben wir die erste von in Summe 4 Dolomitenpässen überquert. Und zwar fahren wir jetzt hier gerade übers Sella-Joch und als nächstes bewegen wir uns da raus in Richtung Port-d'Oyjoch. Und dort ist auch ein besonderes Skigebiet, das zeigen wir euch jetzt. Kommt mit! Das könnte doch genau so jetzt aus einem Bilderbuch rausgerissen worden sein und zack, bitte sehr. Und das ist wirklich gut gemacht. Also die Sella Ronda ist ausgeschildert wie keine andere Skirunde. Man sieht es wirklich an jedem Lift. Überall stehen kleine Fahnen, um ja, hingewiesen zu werden, wo man her muss. Das ist schon wirklich gut.
Und hier sind wir jetzt in einem besonderen Teil des großen Skigebiets in Dolomiti Superski, nämlich im Belvedere, oberhalb von Canazei im Val di Fassa. Dieses Gebiet hier, insbesondere mit dem Blick auch auf den Langkofel, wo man diese breiten Pisten hier runter hat, gefällt mir besonders. Doch wir stehen natürlich heute unter einem relativ strikten Zeitplan, deswegen können wir es jetzt nicht so intensiv nutzen. Wenn ihr mehr Zeit mitbringt, fahrt die Pisten hier, und wenn ihr noch mehr Zeit mitbringt, dann könnt ihr unten im Val di Fassa auch mal Richtung San Pellegrino, Richtung Carezza wechseln. Auch nochmal super schöne Skigebiete, die alle mit dem Dolomiti Superskipass zu erreichen sind. Und für uns jetzt hoch in Richtung Podoioch. Und eines dürfen wir nicht rechts liegen lassen, das ist die Marmolada, dieser Berg, der höchste Berggipfel der Dolomiten mit einer unglaublich langen Abfahrt, dem Gletscherfeld. Das ist schon was Besonderes und den seht ihr hier im Hintergrund. Speed is your friend, speed is your friend. 2 von 4 Dolomitenpässen, check. Da vorne ist das Podoioch und ich sag euch, der Weg aus Araba dort hinauf im Sommer mit dem Rennrad ist eine Plackerei. Da ist das hier im Winter extrem entspannt gegen, schön diese Skipisten hier runter zu fahren. Und das machen wir jetzt in Richtung Araba, auch ein sehr schöner Ort, und da machen wir eine kurze Jause. Was ihr hier im Hintergrund auch seht, das ist die Bergbahn hinauf auf das Sella-Massiv, wo ihr eine Mittagspause einlegen könnt. Das ist insbesondere auf der anderen Route, auf der orangenen Route, sehr gut zu erreichen, und ein kleiner Tipp zur Einkehr dort oben. Und das hier gehört auf der Sella Ronda ehrlicherweise auch immer mal wieder dazu. Blaue, recht lange Ziehwege, auf denen man eben dieses Massiv umrundet. Es sind nun mal einige Kilometer und nicht alles davon ist wirklich perfekt fahrbare rote Piste, sondern auch das hier mal. Und hier in Araba ergibt sich dann eine Abstecheroption für euch, und zwar der Ausblick oben am Porta Vescovo, den man auf der orangenen Sella Ronda macht. Dort habt ihr den Blick in Richtung Marmolada auf das Gletscherfeld. Ein Traum, wirklich. Für uns geht es jetzt hier von Araba zum nächsten Pass, zum Passo Campolongo. Kommt mit. Und dieser Punkt hier markiert die Mitte unserer heutigen Runde, und da ist es Zeit für eine Einkehr, für eine Jause oder für einen kurzen Snack. Es kommt immer darauf an, wie schnell ihr auf der Sella Ronda unterwegs seid. Wir haben natürlich die Dreharbeiten mit dabei, und für uns heißt es heute, sich zeitlich ranzuhalten. Und genau an dieser Stelle kommt für mich Rawbite ins Spiel. Seit vielen Jahren setze ich auf genau diese Energieriegel. Sie sind super für die Skitasche, für die Jackentaschen, weil sie sich nicht verformen, aus 100% Nüssen und Früchten bestehen. Und dabei gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen, wie zum Beispiel Apple Cinnamon, Kakao oder jetzt auch neu Peanut Caramel im Proteinriegel mit 22% Proteingehalt. Alle Riegel sind dabei aus natürlichen Zutaten gefertigt, wie gesagt komplett aus Nüssen und Früchten, haben keine zugesetzten Zucker, was ich ganz besonders gut finde, und sind sehr verträglich und vegan. Wenn ihr Rawbite mal ausprobieren möchtet, insbesondere den neuen Riegel, dann gibt es aktuell einen Rabattcode, nämlich SELLA10. Da bekommt ihr 10% Rabatt auf dem Online-Store von Rawbite. Alles weitere ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und für uns heißt es jetzt Riegel rein und dann weiter in Richtung Passo Campolongo. Und da ist er auch schon. Und
Und damit haben wir Pass 3 von 4, nämlich den Passo Campolongo, geschafft. So schnell geht's auf Skiern. Jetzt kommen wir in Alta Badia an, mein Lieblingsschimpfwort. Wenn andere sagen alter Verwalter und sich aufregen, sage ich zurück Alta Badia. Kann man auf jeden Fall gut nutzen. Und was ich hier auch nochmal klar verstehe, ist das, was Marco Odermatt gesagt hat. Die Dolomiten sind einfach seine liebste Skiregion neben der Heimat in der Schweiz. Und das kann man wirklich gut nachvollziehen, wenn man hier die schroffen Berge, diese Landschaft so sieht. Für uns jetzt hier hinauf und dann machen wir uns auf zum 4. von 4 Pässen, nämlich dem Grödner Joch. Und jetzt kommen wir an in Corvara Col Fosco. Für die Rennradfahrer unter euch ist das der perfekte Ausgangspunkt für die Sella Ronda. Für die Skifahrerinnen und Skifahrer, finde ich persönlich, ist Wolkenstein der perfekte Ausgangspunkt. Das kommt immer so ein bisschen drauf an und so langsam festigt sich meine Meinung, welche der beiden Runden die schönere ist. Doch das verrate ich euch, wenn wir oben am Grödner Joch sind. Die letzte Liftfahrt hinauf und dann ziehen wir das Fazit. Und jetzt sitzen wir im letzten Skilift für heute. Danach geht es auf einer Skipiste Richtung Wolkenstein, dem Ausgangspunkt unseres heutigen Skitages. Wir blicken hier auf die Skierspitzen, wir haben den Langkofel, das Sella-Massiv und die Sonne hier im direkten Blick. Und jetzt heißt es einmal, die Frage zu beantworten, welche der beiden Sella-Ronda-Runden ist in meinen Augen die schönere? Und da bin ich natürlich auch auf eure Meinung gespannt. Auch das könnt ihr sehr gerne mal unten in die Kommentare packen. In meinen Augen stellt sich ganz klar heraus, dass die orangene Sella-Ronda die schönere ist. Sie hat ein paar mehr schöne Panoramapisten, die sich schön fahren lassen. Außerdem folgt die Sonne euch über den Skitag, was auch nochmal besonders auf dieser Runde ist. Aber auch die grüne hat ihre Vorzüge. Beide Runden sollte man vielleicht als Skifahrerin und Skifahrer mal gefahren sein. Und an dieser Stelle hoffe ich, dass ihr diese besondere Skirunde heute gut mit uns erleben konntet. Vielen Dank an Linus hinter den Kulissen, an Emma, an Eileen für den Videoschnitt. Ohne dieses Team wäre es nicht möglich. Und denkt an Rawbite. Alle weiteren Infos dazu sind unten in der Beschreibung. Ich wünsche euch eine fantastische Skisaison und wir sehen uns in diesem Video hier wieder. Vielleicht die Sella Ronda in die andere Richtung, nämlich in Orange. Tschüss und bis dann.